Unsere eigene Evolutionsgeschichte ist, natürlich nur aus dem Blickwinkel des Menschen, eine erstaunliche Leistung. Und in der letzten Episode behandelten wir, wie das Leben auf der Erde entstanden sein könnte. Ist das Leben vorhanden, kann sich die Evolution entfalten. Im Verlauf dieser Serie befassen wir uns mit verschiedenen Teildisziplinen, um die Evolutionsgeschichte des Menschen zu verstehen. Wir werden uns mit Fossilien, Stammbäumen, Genetik, Embryonalentwicklung und Morphologie befassen und dies alles in ein kohärentes System integrieren, das wir als Evolutionstheorie bezeichnen. Daher ist es aber auch notwendig, hier die Grundlagen der Evolution anzureißen. Und auch dieses Kapitel ist länger geworden, als ich mir vorgestellt habe. Beginnen wir also damit, was Evolution und überhaupt eine Theorie ist. Ist alles, was ich in dieser Serie erzähle, nur ein Hirngespinst oder basiert es auf plausiblen Annahmen? Was ist Evolution überhaupt? Vereinfacht ausgedrückt ist Evolution die Veränderung von Lebewesen über Generationen und Zeiträume. So sind Entwicklungsänderungen im Leben eines einzelnen Organismus, also von der Befruchtung bis zu seinem Tod, keine Evolution. Wenn Mitglieder einer Population sich miteinander fortpflanzen und neue Generationen hervorbringen, können wir uns diese als eine generationenübergreifende Linie vorstellen, die aus einer Reihe von Populationen im Laufe der Zeit besteht. Jede Population ist der Vorfahre der nachkommenden Populationen. Wir haben also eine Abstammungslinie. Evolution ist dabei der Wandel zwischen den Generationen innerhalb einer Populationslinie. Darwin definierte Evolution als Descent with Modification, also Abstammung mit Modifikation oder Veränderung. Etwas, was wir auch unbedingt beachten müssen, ist, dass Evolution kein Ziel oder einen festen Plan hat. Es ist nicht festgelegt, dass aus einer Population von Einzellern irgendwann ein Mensch entsteht. Die Natur hatte weder die Absicht, eine bestimmte Art hervorzubringen, noch würde heute genau dasselbe passieren, wenn man die gleiche Population von Vorfahren hätte. In Wirklichkeit kommt es innerhalb von Organismenpopulationen zu kleinen Veränderungen und Teilpopulationen weichen dann voneinander ab, wodurch zwei verschiedene Zweige entstehen, die sich dann unabhängig voneinander entwickeln. Die Evolutionsforschung versucht, diese Veränderungen nachzuvollziehen. Sie untersucht zum einen die Ursachen und die Antriebe des Geschehens. Sie fragt nach den geltenden Prinzipien, die hinter dem zu beobachteten Wandel stehen. Wichtige Evolutionsmechanismen sind hierbei natürliche und sexuelle Selektion sowie die genetische Drift. Die Vorstellung, dass sich Lebewesen im Laufe der Generation verändern, ist älter als die Theorie Darwins. Aber Darwins natürliche Auslese bietet ein einfaches und plausibles Szenario, ohne dafür unüberprüfbare Zusatzannahmen zu verwenden, wie die Existenz eines Schöpfers oder eines inneren Drangs zur Optimierung. Am besten lässt sich das Prinzip der Evolution erklären, wenn wir die natürliche Selektion mit anderen, historisch älteren Evolutionsvorstellungen, wie die zum Beispiel von Lamarck, vergleichen. Vor Darwin hatte der Franzose Jean-Baptiste de Lamarck ebenfalls argumentiert, dass sich Arten wandeln. Die Art und Weise, in der er dachte, dass sich Arten verändern, unterschied sich aber wesentlich von Darwin und unserer modernen Vorstellung von Evolution, und Historiker ziehen daher das zeitgenössische Wort Transformismus vor, um Lamarcks Ideen zu beschreiben. Lamarck nahm an, dass die Abstammungslinien von Arten auf unbestimmte Zeit fortbestehen und sich von einer Form in eine andere verwandeln. Linien in einem System verzweigen sich nicht, zum Beispiel durch Artaufspaltung, und sterben auch nicht aus. Lamarck postulierte zwei wesentliche Triebkräfte für den Artenwandel. Der Hauptmechanismus war eine innere Triebkraft innerhalb eines Lebewesens, der dazu führte, dass er Nachkommen hervorbrachte, die sich leicht von ihm unterscheiden, sodass, wenn sich die Veränderungen über viele Generationen hinweg angesammelt hatten, die Abstammungslinie sichtbar transformiert würde. Vielleicht genug, um eine neue Art zu sein. Lamarck ging also von einem Vervollkommnungstrieb der Lebewesen aus. Der zweite, weniger wichtige Mechanismus, der aber den meisten Laien in Erinnerung geblieben ist die Vererbung erworbener Eigenschaften. Während sich ein Organismus entwickelt, erhält er aufgrund seiner besonderen Lebensumstände, sei es Krankheiten, Training oder Unfälle, besondere Merkmale. Und diese individuell erworbenen Veränderungen können an die Nachkommen vererbt werden. Ein gutes Beispiel stellt die Giraffe dar. Die Vorfahren der Giraffen streckten ihren Hals nach oben, weil sie die innere Triebkraft verspüren, ihren Hals zu verlängern, um so an die Blätter der Bäume ranzukommen, sich also zu vervollkommnen, zu verbessern. Lamarck hat die Idee der Vererbung erworbener Eigenschaften auch nicht erfunden.
Es ist eine alte Idee, die sogar von Platon diskutiert wurde. Die meisten modernen Überlegungen zur Rolle des Prozesses in der Evolution wurden jedoch von Lamarck inspiriert und die Vererbung erworbener Eigenschaften wird heute konventionell, wenn auch unhistorisch, als Lamarcksche Vererbung bezeichnet. Auch Darwin lehnte die Vererbung erworbener Eigenschaften nicht ab, entwickelte sogar eine eigene Hypothese, die der Pangenesis, wie erworbene Eigenschaften an die Nachkommen vererbt werden können. Diese veröffentlichte er 1868 in seinem Werk Die Variation von Tieren und Pflanzen unter Domestikation. Durch die Ergebnisse der Epigenetik wissen wir heute, dass unter bestimmten Umweltbedingungen Umwelteinflüsse vererbt werden können. Welche Rolle sie für die Evolution und die Anpassung der Organismen eine Rolle spielen, ist noch nicht ganz geklärt. Wichtig ist, dass hier aber keine Wiederbelebung des Lamarckismus zu sehen ist und noch, dass die natürliche Selektion dadurch widerlegt wird. Lamarckismus ist, wie wir gesehen haben, mehr als die Vererbung erworbener Eigenschaften. Die Ursache der vererbbaren Variation, ob durch Mutationen der DNA oder durch epigenetische Mechanismen, spielt für die natürliche Selektion keine Rolle. Der wesentliche Unterschied zwischen Lamarck und Darwin besteht nicht in ihrer Vorstellung der Vererbung, sondern in den Triebkräften der Evolution. Ging Lamarck von einem Vervollkommnungstrieb der Organismen aus, war nach Darwin die natürliche Zuchtwahl die Ursache für den Wandel der Arten. Die Natur ist aber nicht als eine Art mystisches oder magisches Wesen zu verstehen, welche über Leben und Tod entscheidet. Selbst wenn erworbene Eigenschaften vererbt würden, kann der Lamarckismus die Anpassung nicht grundsätzlich erklären. Die Theorie kann nicht erklären, warum ein einzelner Organismus anpassungsfähig auf seine Umwelt reagieren sollte. Beispielsweise werden Muskeln durch Training stärker, weil es einen bereits vorhandenen Mechanismus gibt, der für den Organismus anpassungsfähig ist. Der Lamarckismus hat keine Antwort darauf, woher dieser Anpassungsmechanismus kommt, und für eine vollständige Erklärung müsste er auf eine andere Theorie zurückgreifen, wie zum Beispiel einen Gott oder die natürliche Selektion. Der erste Fall ist wissenschaftlich nicht überprüfbar und im zweiten Fall ist es die natürliche Selektion, nicht der Lamarckismus, der die grundlegende Erklärung für die Anpassung liefert. Die natürliche Selektion funktioniert nach einigen begründbaren Annahmen. Organismen produzieren mehr Nachkommen, als angesichts der begrenzten Ressourcen jemals überleben können. Und daher konkurrieren Organismen um ihr Überleben. Nur die erfolgreichsten Konkurrenten werden sich fortpflanzen. Diese Konkurrenz findet innerhalb eines Netzes ökologischer Beziehungen statt. Stellen wir uns hier ein Ökosystem wie die afrikanische Savanne vor. Pflanzenfresser wie Gazellen fressen die Gräser und Blätter und werden von Fleischfressern wie Geparden gejagt. Auf der gleichen ökologischen Trophieebene befinden sich Konkurrenten anderer Arten, die um die gleichen begrenzten Nahrungs- und Lebensraumressourcen konkurrieren können. Es gibt verschiedene Arten von Pflanzenfressern in einem Lebensraum, Gazellen, Zebras, Giraffen etc. Und es gibt verschiedene Raubtiere, die um diese Beute konkurrieren. Neben den Geparden sowas wie Löwen und Hyänen. Aber diese Konkurrenz findet nicht nur zwischen den Arten statt, sondern auch innerhalb. Auch die Gazellen konkurrieren untereinander um die besten Nahrungsplätze, sowie die Geparden untereinander um die begrenzte Zahl der Gazellen konkurrieren. Diese Konkurrenz um Ressourcen darf jetzt aber nicht so verstanden werden, dass sich alle Gazellen um den letzten Grashalm gegenseitig mit den Hörnern aufspießen, bis der letzte sich an den Grashalmen erfreuen kann. Evolution ist kein Battle Royale, Hunger Games oder Squid Game. Kooperation und Symbiose können durchaus vorteilhafter sein, je nachdem, welche Umweltbedingungen das Überleben sichern können. Es ist also ein grobes Missverständnis der Evolution, dass beim Kampf ums Dasein es nur um rohe Gewalt geht, wo nur der Stärkste überlebt. Da Evolution ein blinder Prozess ist, führen viele Wege zum Überleben. Um die Funktionsweise der Selektion oder den Kampf ums Dasein besser verstehen zu können, schauen wir uns einige Beispiele dazu an. Kabeljauweibchen legen bis zu 5 Millionen Eier, die an der Wasseroberfläche abgelegt werden. Sobald sie abgelegt sind, beginnt ein regelrechtes Gemetzel, wie aus der Grafik ersichtlich ist. Von den etwa 5 Millionen Eiern überlebt nur ein verschwindend geringer Teil und pflanzt sich fort. Ein durchschnittliches Weibchen der Kabeljau-Population bringt nur 2 erfolgreiche Nachkommen zur Welt. Die Zahl, dass im Durchschnitt 2 Eier pro Weibchen überleben, um sich erfolgreich fortzupflanzen, ist nicht nur das Ergebnis einer Beobachtung. Sie stammt aus einer logischen Berechnung. Nur 2 können überleben, weil jede andere Zahl langfristig nicht tragbar wäre. Zur Fortpflanzung braucht es ein Paar. Wenn ein durchschnittliches Paar in einer Population weniger als 2 Nachkommen zeugt, wird die Population bald aussterben. Wenn sie im Durchschnitt mehr als 2 Nachkommen zeugen, wird die Population schnell unendlich
unendlich groß, was ebenfalls nicht nachhaltig ist. Wenn also 2 die optimale Anzahl an Nachkommen ist, um die Population zu erhalten, warum produzieren die Weibchen dann überhaupt die anderen 4.999.998 Eier? Warum gibt es diese übermäßige Fruchtbarkeit? Der Zustand der übermäßigen Fruchtbarkeit, Weibchen bringen mehr Nachkommen zur Welt als überleben, ist in der Natur universell. Bei jeder Art werden mehr Nachkommen produziert, als bis zum Erwachsenenstadium überleben können. Der Kabeljau verdeutlicht diesen Punkt auf eine Art und Weise, da seine Fruchtbarkeit und Sterblichkeit so hoch sind, aber dasselbe gilt auch für Arten mit niedrigen Reproduktionsraten. Diese übermäßige Fruchtbarkeit ist darauf zurückzuführen, dass es in der Natur nicht genügend Ressourcen gibt, um alle Eier, die gelegt werden, und alle Jungen, die geboren werden, zu versorgen. Damit aber sichergestellt werden kann, dass einige wenige überleben, gibt es einen Überschuss an Nachkommen. Nach dem Prinzip eines Gewinnspiels. Je mehr Lotterielose bzw. Nachkommen man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bzw. dass einige Nachkommen überleben. Es gibt nur begrenzte Mengen an Nahrung und Platz auf der Welt. Eine Population kann sich zwar ausdehnen, aber es wird ein Punkt kommen, an dem die Nahrungsversorgung ihre weitere Ausbreitung begrenzen muss. Daher konkurrieren die Mitglieder einer Population und die Mitglieder verschiedener Arten um ihr Überleben, und dies ergibt sich aus den Bedingungen begrenzter Ressourcen und übermäßiger Fruchtbarkeit. Krankheiten, Hunger, Naturkatastrophen, Raubtiere etc. dezimieren die Zahl der Nachkommen. Wie viele Nachkommen tatsächlich gezeugt werden, das hängt auch von der Investition in die Nachkommen ab. In der Populationsökologie unterscheidet man zwischen R- und K-Strategen. R-Strategen setzen auf die schiere Anzahl an Jungtieren, investieren aber wenig in die Aufzucht der Nachkommen und überlassen es mehr oder weniger dem Zufall, wer überlebt. Der Kabeljau ist ein erwähntes Beispiel für solche R-Strategen. K-Strategen investieren hingegen wesentlich mehr in ihre Nachkommen, zum Beispiel durch Brutfürsorge und Brutaufzucht. Hier werden weniger Nachkommen gezeugt, haben aber durch die Brutpflege höhere Überlebenschancen. Säugetiere sind ein klassisches Beispiel für solche K-Strategen. Doch auch hier werden mehr Nachkommen gezeugt, als tatsächlich überleben. Wovon hängt es aber ab, dass überhaupt welche Nachkommen überleben? Neben einer Portion Glück und Zufall ist es vor allem die Variation. Die Nachkommen einer Elterngeneration ähneln zwar diesen, unterscheiden sich aber in ihren Merkmalen voneinander. Es gibt eine Variation in der Population, von denen einige Merkmale erblich sind, also an die nächsten Nachkommen weitergegeben werden. Einige Varianten sind in einer bestimmten Umwelt vorteilhafter als andere. Man kann sich besser tarnen, kann schneller vor Raubtieren fliehen, kann größere Temperaturgradienten tolerieren oder kommt mit weniger Nahrung aus. Und diese Variationen bringen in diesen Umwelten einen Fitnessvorteil mit sich. In der Evolutionstheorie bedeutet Fitness die durchschnittliche Anzahl der Nachkommen, die ein Individuum im Verhältnis zur Anzahl der Nachkommen eines durchschnittlichen Mitglieds der Population hinterlässt. Diese Bedingung bedeutet daher, dass Individuen in der Population mit einigen Merkmalen eher zur Fortpflanzung neigen, das heißt eine höhere Fitness haben als andere. Wenn diese Bedingungen für eine Eigenschaft einer Art erfüllt sind, kommt es automatisch zu einer natürlichen Auslese. Wenn dies nicht der Fall ist, findet keine natürliche Auslese statt. Natürliche Selektion findet also überall dort statt, wo Vererbung und Variation vorhanden sind und die Nahrungsressourcen begrenzt sind. Während die natürliche Selektion Merkmale fördert, die das Überleben sichern, wie Tarnung oder Schnelligkeit, konzentriert sich die sexuelle Selektion auf Merkmale, die die Fortpflanzungschancen erhöhen. Auffällige Eigenschaften wie das prächtige Federkleid des Pfaus, das Geweih der Hirsche, Vogelgesänge etc. helfen Tieren, Paarungspartner anzulocken, auch wenn sie das Überleben manchmal erschweren. Die sexuelle Selektion, besonders auch in Bezug zu Menschen, wird in einem späteren Kapitel unserer Serie nochmal intensiver behandelt, weswegen wir es hier bei dieser Randnotiz belassen. Dass Evolution nicht einem höheren Ziel folgt, zeigt auch, dass es nicht immer einen Zusammenhang zwischen Fitness und dem betreffenden Merkmal gibt. Tatsächlich gibt es viele Merkmale, die nicht das Ergebnis der Selektion sind, sondern quasi beiläufig entstehen. Nehmen wir als Beispiel unser Blut. Es hat eine rote Farbe, wurde aber nicht nach der Farbe rot selektiert. Selektiert wurde das Hämoglobin als sauerstofftragendes Protein, welches zufällig, weil es Eisen enthält, die Farbe rot hat.
Viele Merkmale haben auch keinen Fitnessvorteil, verbreiten sich aber trotzdem in Populationen, wenn sie nicht nachteilig sind. Ein Beispiel hierfür ist die genetische Drift. Die natürliche Selektion hat keinen zufälligen Einfluss auf die Änderung der Genfrequenz einer Population, sondern ist direkt gekoppelt an den Überlebens- und Reproduktionserfolg von Individuen, also an deren Angepasstheit an ihre Umwelt. Die genetische Drift dagegen hat keine derartigen Ursachen, sondern ist rein zufallsbestimmt. Zwei wichtige Aspekte der genetischen Drift sollen angerissen werden, um deren Bedeutung für Evolutionsprozesse zu verstehen. Gründereffekt und Flaschenhalspopulationen. Beim Gründereffekt wird eine neue Population durch einige wenige Individuen gegründet, die sich von ihrer Stammpopulation abspalten und sich beide genetisch nicht mehr vermischen. Welche Individuen und damit welche genetische Variation diese Gründerpopulation ausmachen, ist dem Zufall unterworfen. Der Flaschenhalseffekt beschreibt die starke Reduzierung der genetischen Variabilität. Dies kann zum Beispiel durch Naturkatastrophen entstehen, bei dem ein Großteil der Individuen und damit ein Großteil der genetischen Vielfalt verloren geht. Da neue Arten sich in kleinen, isolierten Populationen schneller bilden, sind die Prozesse der genetischen Drift für die Evolution bedeutsam. Es ist anzumerken, dass es in den seltensten Fällen eine 1:1 Beziehung zwischen den Genen und dem daraus resultierenden Phänotyp gibt. Als Phänotyp bezeichnet man das Erscheinungsbild eines Organismus, das heißt seine tatsächlichen morphologischen und physiologischen Eigenschaften, unabhängig davon, ob sie vererbt oder erworben wurden. Die genetische Ausstattung eines Organismus, die durch seine DNA bestimmt wird, nennt man hingegen Genotyp. Viele Merkmale werden von mehreren Genen beeinflusst. Wiederum kann ein einzelnes Gen sich auf mehrere Merkmale auswirken. In diesem Fall spricht man von Pleiotropie. Dies kann Auswirkungen auf den Selektionsprozess haben. Wenn zum Beispiel eine Population auf ein Merkmal hinselektiert wird, aber dieses Merkmal von einem Gen beeinflusst wird, das auch für die Ausprägung anderer Merkmale relevant ist, so werden auch diese mitverändert, ohne dass auf diese selektiert wurde. Die Selektion der menschlichen Hautfarben als Anpassung an die UV-Strahlung ist ein solches typisches Beispiel, da die Hautfarbengene auch an der Haar- und Augenfarbe beteiligt sind. Hiernach wären die verschiedenen Haar- und Augenfarben ein Nebeneffekt der Selektion auf die Hautfarbe. Evolution wird als Theorie bezeichnet, wobei von vielen der Begriff Theorie falsch verstanden wird. Denn in der Wissenschaft hat eine Theorie eine andere Bedeutung als im Alltagsgebrauch. Der Alltagsgebrauch einer Theorie ist schlicht und einfach ein Gedanke oder eine Idee, die stimmen kann oder nicht. Dies wäre in der Wissenschaftsphilosophie eher mit einer Hypothese vergleichbar. Eine Hypothese ist eine Annahme, die weder bestätigt noch widerlegt ist. Im Forschungsprozess wird eine Hypothese gleich zu Beginn aufgestellt und das Ziel ist es, die Hypothese entweder abzulehnen oder beizubehalten. Wissenschaftliche Theorien haben eine völlig andere Bedeutung. In der Wissenschaft fasst eine Theorie wissenschaftlich begründete Aussagen zusammen, fasst also unsere gewonnenen Beobachtungen, Experimente, Schlussfolgerungen und Prognosen zusammen und stellt die derzeit beste Annäherung an die Realität dar. Es beschreibt die Kausalzusammenhänge von Ereignissen, die sich in der Welt unabhängig von unserem subjektiven Bewusstsein ereignen. Sie wird ständig überprüft, angepasst und erweitert. Damit gibt es in der Wissenschaft aber niemals den alle Zweifel ausräumenden endgültigen Beweis. Tatsächlich können wissenschaftliche Theorien nicht bewiesen werden, sondern müssen falsifizierbar sein. Doch auch hier gibt es einige Missverständnisse. Eine Hypothese bzw. auch Theorien können als widerlegt gelten, wenn eine Beobachtung gemacht wird, die im Widerspruch zu ihr steht. So würde etwa die Aussage, Schwäne sind weiß, durch die Entdeckung eines nicht weißen Schwans falsifiziert. Jedoch sind solche Darstellungen sehr vereinfacht und mit ihr entstehen Probleme, die aus der Komplexität wissenschaftlicher Theorien und Testsituationen für den Falsifikationismus resultieren, schlichtweg unter den Tisch fallen. Eine Theorie verkörpert keine einzelne Hypothese, sondern vielmehr ein System aus Hypothesen, das auf ein konkretes, von nahezu beliebig vielen aus der Theorie ableitbaren Modellen angewandt werden muss. Was das Prinzip der Falsifikation angeht, so heißt es nicht, dass Wissenschaftler eine Theorie bzw. Hypothese widerlegen müssen, sondern dass sie so gestellt werden muss, dass sie prinzipiell widerlegbar ist. Man macht eine Vorhersage von Gegebenheiten und anschließend deren Überprüfung in Experimenten. Falls Widersprüche reproduzierbar beobachtet werden, ist meine Theorie falsifiziert, also widerlegt und damit falsch. Bestenfalls ist sie unvollständig und muss optimiert werden, zum Beispiel durch die Erstellung von Hilfshypothesen, die sich im Experiment erneut überprüfen lassen. Ergo muss ich meine Theorie dann korrigieren oder erweitern und die Überprüfung geht in die nächste Runde. Falls die Tests aber keine Widersprüche zutage fördern, ist meine Theorie als bewährt anzusehen
sehen, und je bewährter sie ist, umso sicherer kann ich sein, dass sie stimmt, also dass mein theoretisches Modell in den interessierenden Aspekten die Realität treffend abbildet. Falsifikationen führen keinesfalls automatisch zur völligen Aufgabe des bisher Erreichten. Nehmen wir hierfür ein Beispiel aus der Physik. Hat Einsteins Relativitätstheorie die Newtonsche Mechanik widerlegt? Nein. Nehme ich einen Stein in die Hand und lasse ihn hier auf der Erde fallen, so fällt er zu Boden und tut das mit einer Beschleunigung von 9,18 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das wird immer so sein, und es ist völlig egal, was Newton, Einstein und irgendwer anderer dazu sagt. Der fallende Stein ist die Realität, und selbst wenn morgen jemand ankommt und eine weitere komplett neue Theorie der Gravitation veröffentlicht, werden Steine deswegen nicht plötzlich in den Himmel hinauffliegen. Newtons Theorie ermöglichte es, die Realität zu beschreiben. Sie war im 17. Jahrhundert dazu in der Lage und ist es auch noch im 21. Mit dieser Theorie können wir Raketen ins Weltall und Raumsonden zu anderen Planeten schicken. So gut wie jedes Phänomen hier auf der Erde, das mit Gravitation zu tun hat, lässt sich damit wunderbar beschreiben, und die Abweichungen zwischen Theorie und Beobachtung sind so gering, dass man sie ignorieren kann. Aber keine physikalische Theorie ist absolut perfekt. In manchen Fällen sind die Abweichungen zu groß. In diesen Fällen scheint Newtons Modell keine ausreichend gute Annäherung an die Realität zu sein. Das sind Fälle, in denen sich Objekte sehr, sehr schnell, fast so schnell wie das Licht selbst, bewegen oder sehr, sehr schwer sind. So schwer wie ein ganzer Stern oder noch schwerer. Genau hier kommt jetzt Albert Einstein ins Spiel, der mit der Relativitätstheorie diese Phänomene umfassender beschreibt als Newton. Das Verhältnis zwischen der Newtonschen und Einsteinschen Theorie ist daher nicht das Verhältnis von falsch und richtig. In Bezug zur Evolutionsbiologie bedeutet das, dass offene Detailfragen über den Ablauf und die Triebkräfte der Evolution sowie offene Fragen, welche Gruppe von Lebewesen näher miteinander verwandt sind, die Lückenhaftigkeit des Fossilberichts etc. die Evolutionstheorie nicht widerlegen. Offene Fragen sind der Antrieb der Evolutionsforschung. Im Übrigen sind unvollständig erklärte und unvollständig beschriebene Sachverhalte der Normalfall in der empirischen Wissenschaft. Offene Fragen kann man nicht für die Widerlegung einer Theorie halten. Man muss sie im Rahmen eines Forschungsprogramms klären und die Theorie sukzessive modifizieren. Nicht anders funktioniert Wissenschaft. Gleichzeitig lässt sich aber die Evolution problemlos falsifizieren, wenn sich Daten finden, die auch mit den Hilfs- und Indikatorhypothesen nicht in Einklang zu bringen sind. Kurzum, das Auffinden von Menschenfossilien im Präkambrium wäre ein sichtbares Problem für die Evolutionstheorie. Lücken im Fossilbericht jedoch nicht alleine wegen der Tatsache, dass der Prozess der Fossilisation ein sehr seltenes Ereignis ist und längst nicht alle Arten zum Fossil werden. Immer wieder wird behauptet, eine Wissenschaft mit historischer Komponente wie die Evolution könne keine empirische Wissenschaft sein, da sich ihr Untersuchungsobjekt der direkten Untersuchung, dem Experiment, entziehe. Dem liegt ein völliges Unverständnis des Konzepts Empirie zugrunde. Das direkte Experiment ist nur eines von mehreren Werkzeugen der Empirie. Ich kann im Labor keine Sonne brennen lassen, kein Gebirge wachsen lassen, die Evolution der Wirbeltiere nicht wiederholen. Dies alles ist aber nicht entscheidend, weil unnötig. Ich muss nicht auf der Sonne gewesen sein, um zu wissen, wie Fusionsprozesse entstehen. Ein Chemiker kann zwar im Experiment eine chemische Reaktion beobachten und beschreiben, aber um diesen Beobachtungen eine Erklärung zu geben, muss der Chemiker auf die Existenz nicht erfahrbarer Theorien zurückgreifen. So den Aufbau von Atomen und Molekülen. Niemand ist auf der elementaren Ebene dabei, wenn sich die Materie wandelt. Daran ändert auch die Wiederholbarkeit eines Experiments nichts. Deshalb kann ein Chemiker nicht die Existenz der postulierten Atome theoriefrei aus dem Experiment ableiten. Wollten wir die Wissenschaftsauffassung der Evolutionsgegner ernst nehmen, müssten wir daher nicht nur die Abstammungshypothese, sondern unter anderem auch die Atomtheorie, die Standardtheorie der Elementarteilchen und die Relativitätstheorie für außerwissenschaftliche und unbeweisbare Grenzüberschreitungen halten. Ja, selbst Morduntersuchungen mit Fingerabdrücken, Zeugenaussagen und DNA-Tests können keinen Mörder überführen, wenn Staatsanwalt und Richter den Mord nicht selbst beobachtet haben. Andererseits kann die Schöpfungsgeschichte aus erwähnten Gründen nicht als Alternative zur Evolution gelten, denn ein Schöpfer kann nicht prinzipiell widerlegt werden. So kann man etwa die Ähnlichkeit zwischen den Arten als Hinweis auf ein göttliches Baukastenprinzip werten. Genauso gut aber auch den gegenteiligen Befund, die vollkommene Unähnlichkeit der Arten, mit der Fantasie des Schöpfers erklären. So könnte er Fische mit Haaren produzieren, er könnte ein Säugetier erschaffen, welches 4 Beine und 2 Paar Flügel hätte und kein Wirbeltier ist, oder einen Käfer, der nicht
gleichzeitig ein Insekt ist. Er muss sich auch nicht an die grobe zeitliche Einordnung des Fossilberichtes halten. Zeige mir einen einzigen menschlichen Schädel als Beuteüberrest in einem Dinosauriernest und wir begraben die Evolutionstheorie. In der Evolution trennen sich evolutionäre Linien voneinander, verwachsen aber nicht wieder zusammen. Finde eine Nashornart, die ihren Körperbauplan so verändert, dass sie zu einem Nashornkäfer wird, also vom Säugetier zum Insekt und mit den anderen Nashornkäferarten identisch ist und sich fruchtbar kreuzen kann. Solche Funde würden zweifelsohne alle bisherigen Erkenntnisse der Evolutionstheorie über die gemeinsame Abstammung in Frage stellen. Aber bisher ist dies nicht eingetreten. Natürlich könnte man einwenden, dass ein intelligenter Designer, der dieselben Materialien nutzt, homologe Ähnlichkeiten erschaffen haben könnte. Aber bei der enormen Vielfalt an Lebewesen und der unterschiedlichen Anpassungsstrategien ist es unwahrscheinlich, dass ein intelligenter Designer dahinter steckt. Denn bei jedem erdenklichen Beispiel lässt sich die gemeinsame evolutionäre Abstammung belegen. Damit lässt sich das gewünschte Ziel, nämlich die Schöpfungsthese wissenschaftlich zu rechtfertigen, nicht erreichen, weil der Gedankengang methodisch fragwürdig ist. Eine solche Behauptung, dass dahinter ein gemeinsamer Schöpfer steckt, enthält kein wissenschaftliches Argument gegen die Evolution, weil praktisch alle Fakten auf diese Weise erschlossen werden. Es wird also für alles ein Schöpfer postuliert. Man kann dann nur noch die Methode der Naturwissenschaft generell in Frage stellen und damit den Boden der wissenschaftlichen Argumentation verlassen. Die Evolutionstheorie muss damit leben, dass viele Entwicklungslinien im Dunkeln verlaufen und die Wurzeln bzw. die genauen Aufspaltungspunkte zweier Organismengruppen nicht bestimmt werden können. Dennoch kann sie eine größenordnungsmäßige Aussage darüber machen, wann in etwa sich welche neuen Typen entwickelt haben. Und daher sind weder die letzte Episode noch diese und die anschließenden irgendeine mythische Märchenerzählung, sondern fußen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn ein Evolutionsgegner sich diese Serie anschaut, so steht es ihm frei, alles Gesagte hier zu widerlegen und sein Schöpfungsmodell als eine wissenschaftliche Alternative zu postulieren. Vielleicht entsteht daraus eine Folgeserie. Ich wäre gespannt. Ein Kerngedanke der Evolution ist, dass alle Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen, die jemals auf der Erde gelebt haben, auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Das heißt, alle Lebewesen sind miteinander verwandt und lassen sich in einem evolutionären Stammbaum darstellen. Ein solcher Stammbaum stellt die verwandtschaftlichen Beziehungen einer Gruppe von Organismen dar, wie sie nach Darwins Theorie der Abstammung mit Modifikation von gemeinsamen Vorfahren verstanden werden. Der erste Versuch, alle Lebewesen zu klassifizieren, war das Systema Naturae, das 1735 von Linnaeus veröffentlicht wurde, einem schwedischen Arzt, Botaniker und Zoologen, der die vergleichende Anatomie aller Lebensformen besser kannte als jeder andere bis dahin. Als er jedoch versuchte, die seiner Meinung nach verschiedenen Lebensformen zu klassifizieren, entdeckte er bald, dass es keine klar voneinander getrennten Kategorien gab, sondern alles in einer Hierarchie von Eltern- und Tochtergruppen angeordnet war, was auf mehrere Abstammungslinien schließen lässt. Linnaeus lebte ein Jahrhundert vor Darwin und hatte zu seiner Zeit noch keine Vorstellung von der Evolution. Man ging davon aus, dass Arten unveränderlich seien. Als er also entdeckte, was bereits wie ein taxonomischer Stammbaum aussah, hatte er zu seiner Zeit keine Möglichkeit, dies zu erklären. Das war ein völliges Rätsel, bis Darwin erkannte, wie sich Arten im Laufe der Zeit verändern konnten. Mit diesen neuen Informationen wandte er sich der Systema Naturae zu und all die verschachtelten Hierarchien der linnaeischen Taxonomie machten plötzlich Sinn. Diese verschachtelte Hierarchie bedeutet, dass jede untere Kategorie immer Teil einer nächsthöheren ist. Linné unterschied für das Tierreich 7 taxonomische Kategorien: Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse, Stamm und Reich. Wir Menschen bilden eine eigenständige Art, Homo sapiens, und gehören in die Gattung Homo, in die Familie der Menschenaffen, die Ordnung der Primaten, die Klasse der Säugetiere, dem Stamm der Chordaten und das Reich der Tiere. Aber schon sehr früh hat man erkannt, dass diese 7 Kategorien nicht ausreichend sind, um Lebewesen sorgfältig zu kategorisieren. So lassen sich Gattungen auch in Untergattungen aufteilen oder ähnliche Gattungen auch in Gattungsgruppen zusammenfassen. Dann gibt es noch Unterfamilien, Überfamilien und so weiter und so fort. Viele dieser Ränge haben noch nicht einmal einen Namen. Dieses Ordnungsprinzip muss auch die evolutionäre Verwandtschaft widerspiegeln. Und man muss nach Merkmalen suchen, die geeignet sind, verwandtschaftliche Beziehungen zu ermitteln. Das ist die Aufgabe der phylogenetischen Systematik oder Kladistik. Die Grundaussage ist wie folgt: Die Merkmale eines Lebewesens sind nicht gleichwertig, sondern ein Mosaik aus ursprünglichen Merkmalen, auch Plesiomorphien genannt, die von einem alten Vorfahren stammen, und abgeleiteten Merkmalen, die man Apomorphien oder evolutive Neuheiten nennt. Und genau diese Apomorphien definieren eine evolutionäre Abstammungsgemeinschaft oder auch Monophyllum genannt. Welche Merkmale das sind, das kommt auf den Untersuchungsgegenstand an und kann teilweise sehr kleinlich sein.
Um es mal an einem einfachen Beispiel zu verbildlichen. Was unterscheidet die Klasse der Säugetiere zum Beispiel von der Klasse der Vögel? So haben Säugetiere Haare und ernähren ihre Jungtiere mit Milch. Das wären evolutive Neuheiten, die nur Säugetiere haben. Sie wären also eine Apomorphie. Das Vorhandensein eines Innenskeletts wäre für Vögel und Säugetiere eine Plesiomorphie, weswegen beide auch zur höheren Kategorie der Wirbeltiere gehören. Betrachten wir Gruppen innerhalb der Säugetiere, wie Raubtiere, Primaten und Huftiere, sind die genannten Merkmale wiederum Plesiomorphien. Daher müssen wir innerhalb der Säugetiere nach spezifischeren Merkmalen Ausschau halten, die Raubtiere von Primaten und Huftieren unterscheiden. Durch diese Merkmalssortierung, durch das Betrachten gemeinsamer Merkmale, lassen sich Lebewesen in einem Stammbaum gruppieren. Und je weiter man zur Wurzel des Stammbaums reicht, desto verdeckter werden die gemeinsamen Merkmale. Bei genauer Betrachtung sind sie jedoch offensichtlich. Die kleinste Einheit der Taxonomie ist die der Art und die einzige, die auch eine Definition hat. Oder besser gesagt, es gibt mehrere Artdefinitionen. Der biologischen Artdefinition zufolge gehören alle Individuen zu einer Art an, die potenziell fruchtbare Nachkommen zeugen können. Dieses Artkonzept hat aber einige Probleme. Es ist zum Beispiel experimentell schwer überprüfbar. Man schaut ja nicht jedem Tier bei der Paarung zu. Und bei ausgestorbenen Arten ist es ohnehin nicht möglich, genauso wie zum Beispiel bei Bakterien, die gar keinen Sex haben. Außerdem treten auch bei zwei verschiedenen Arten gelegentlich Hybriden auf. Wenn neue Arten beschrieben werden, gerade bei Fossilien, geht man eher von morphologischen Merkmalen aus. Hier besteht aber die Gefahr, dass man sich nie ganz sicher sein kann, ob es nicht doch Variationen innerhalb einer Art sein können. Schaut man sich zum Beispiel die Skelette von einem Gorilla-Männchen und einem Gorilla-Weibchen an, könnte das ungeübte Auge sie für zwei verschiedene Arten halten. Wir wissen es hier natürlich besser, weil eben Gorillas noch existieren. Aber bei fossilen Gruppen ist das nicht immer so einfach. Andere Artdefinitionen heben des Weiteren nur für sie typische Merkmale hervor oder sehen sie als evolutionäre Abstammungsgemeinschaft. Hier spricht man vom phylogenetischen oder evolutionären Artkonzept. Warum es so viele verschiedene Artkonzepte gibt, hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es an der Vielfalt und Komplexität der Lebensformen. Bestimmte Artkonzepte passen für Säugetiere besser als zum Beispiel für Pflanzen und Bakterien. Zum anderen ist Evolution ein sich immer verändernder Prozess. Neue Arten entstehen, andere sterben aus und die jetzigen Lebewesen sind nur eine Momentaufnahme eines kontinuierlichen Prozesses von Abstammungsgemeinschaften, wo jede Linie zwischen den Arten insofern künstlich ist und diese Linien können wir ziehen, weil eben auch viele Arten ausgestorben sind. Manche Wissenschaftler gehen aber so weit und sagen, dass Artkonzepte unnötig oder rein künstlich seien, die Realität nicht wirklich widerspiegeln. Doch so weit würde ich nicht gehen wollen. Es gibt ein starkes Argument dafür, dass Arten im Sinne der Kladistik tatsächlich existieren. Die Realität ökologischer und reproduktiver Abstammungslinien zu jeder Zeit garantiert, dass die phylogenetische Hierarchie echte Verzweigungen aufweist und dass es phylogenetische Arten gibt. Die Existenz solcher phylogenetischer Arten zu leugnen, würde bedeuten, die Existenz eines phylogenetischen Stammbaums des Lebens zu leugnen. Wir können daher schlussfolgern, dass Arten im reproduktiven und wahrscheinlich ökologischen und kladistischen Sinne reale und keine künstliche Einheiten in der Evolutionstheorie sind. Ich bin der Meinung, dass sie außerhalb unseres Verstandes existieren. Sie existieren aufgrund des Evolutionsprozesses, aufgrund der Tatsache, dass Abstammungslinien durch die Zeit gehen und sich aufspalten und unabhängig voneinander weiterentwickeln und sich dann wieder aufspalten und so weiter und so fort. Und so entsteht der Baum des Lebens. Sicher, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo die Grenzen verschwimmen, wo wir nicht klar sagen können, ob wir eine neue Art haben oder nicht. Aber diese Grenzen sind nicht chaotisch im Stammbaum des Lebens verteilt, sondern Resultat des kontinuierlichen Artbildungsprozesses. Dasselbe trifft auch auf die Hybridisierung zwischen verschiedenen Arten zu. Die gab es und die gibt es. Dies kommt aber nur bei phylogenetisch sehr nah verwandten Arten gelegentlich vor, zum Beispiel zwischen Vertretern derselben Gattung, deren evolutionäre Linien sich erst vor relativ kurzer Zeit getrennt haben. So war eine Kreuzung zwischen Menschen und Neandertalern vorhanden, aber nicht zwischen Menschen und den meisten anderen Verzweigungen im Stammbaum des Lebens. Die Probleme mit der Artdefinition entstehen nicht etwa, weil es keine Arten gäbe und weil sie nur die durch uns gebildeten Kategorien wären, mit deren Hilfe wir uns in der komplizierten Welt orientieren. Gerade im umgekehrten Fall, wenn die Arten nur logische Klassen wären, wie Obst und Gemüse, würden wir uns schon irgendwie einigen. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass die Arten als unabhängige evolutionäre Individuen der höheren Ordnung wirklich existieren. Und gerade weil die Arten lebendig,
veränderlich und unbeständig sind, vor unseren Augen entstehen und aussterben oder langsam verschmelzen, kann man sie nicht dadurch festmachen, dass man sie in irgendeine Schublade steckt, die sie alle genau abgrenzen würde. Unsere Neigung, die Dinge um uns herum zu sortieren, stößt hier auf eine reale und sich stets verändernde Realität. Auf den ersten Blick kann man also paradoxerweise die Arten genau deswegen nicht definieren, weil es sie wirklich gibt. Dass wir Arten in den meisten Fällen leicht voneinander abgrenzen können, hat auch damit zu tun, dass die meisten von ihnen ausgestorben sind. Einige wenige werden aber fossil überliefert. Fossilien sind die Überreste ausgestorbener Lebewesen und wir konzentrieren uns auf die evolutionären Übergänge, die zu uns Menschen führen. Das führt bei einigen zu Missverständnissen, wie Übergangsformen eigentlich definiert werden. Einige werden fragen, wenn der Mensch vom Affen abstammt, wieso gibt es dann noch Affen? Andere haben die Vorstellung, dass eine Art von Organismen eine völlig neue Art hervorbringen müsse. Zum Beispiel, dass ein Hund eine Katze gebärt oder aus dem Nichts völlig neue Organe wie ein Flügel entstehen. Die Evolution beschreibt allmähliche morphologische Veränderungen über enorme Zeitspannen und Tausende oder sogar Millionen von Generationen innerhalb von Populationen, entsprechend evolutionärer Abstammungslinien, die durch die Fossilaufzeichnungen gut bekannt sind. Diese Veränderung erfolgt nicht plötzlich, sondern graduell. Sehen wir uns diesen Streifen an, in dem Blau langsam zu Rot wird. Blau ist eine Art und Rot die andere Art. Jeder Pixel dazwischen ist ein Organismus. Jeder Pixel ist praktisch ununterscheidbar von denen auf beiden Seiten. Aber diese sehr langsame Veränderung führt schließlich zu unterschiedlichen Farben. Der genaue Punkt, an dem eine neue Art entsteht, ist unklar und vielleicht etwas willkürlich, aber auch irrelevant, da nicht alle dieser Zwischenorganismen überleben. Wir bezeichnen die verschiedenen Arten entsprechend den Populationen von Organismen, die sich auseinanderentwickeln, isolieren und weiter differenzieren. Ein solches Gefälle findet auf jedem einzelnen Zweig des phylogenetischen Stammbaums des Lebens statt. Eine gute Analogie lässt sich durch die Entwicklung der Sprachen demonstrieren. Vergleicht man Spanisch und Französisch miteinander, wird auffallen, dass es zwischen beiden Sprachen Gemeinsamkeiten gibt. Das ist kein Zufall, denn beide Sprachen stammen neben anderen Sprachen vom Lateinischen ab. Jedoch können wir ziemlich sicher sein, dass zwei lateinisch sprechende Eltern nicht ein Kind auf die Welt brachten, das Französisch oder Spanisch sprach. Wie bei sich evolvierenden Populationen entwickelten sich die Sprachen über Generationen und Zeiträume. Kleine Änderungen in der Aussprache, kleine grammatikalische Änderungen oder Wortneuschöpfungen über mehrere Generationen in isolierten Populationen sorgten dafür, dass sich aus der ursprünglichen lateinischen Sprache über diverse Dialekte Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch entwickelten. If your elitist East Coast evolution is real, why has no one found the missing link between modern humans and ancient apes? We did find it. It's called Homo erectus. Then you have proven my case, sir. For no one has found the link between apes and this Homo erectus. Yes, they have. It's called Homo habilis. Aha! But no one has found the missing link between ape and the so-called Homo habilis. Yes, they have. It's called Australopithecus africanus. Oh, I've got you now. Fair enough. But where, then, is the missing link between apes and this Darwinius Massili? Answer me that, Professor. Oh, okay, granted that one missing link is still missing. But just because we haven't found it doesn't mean it doesn't exist. Pshaw! Things don't exist simply because you believe in them. Thus saith the almighty creature in the sky! Diejenigen, die behaupten, solche Übergangsstrukturen seien unmöglich, liegen in mehrfacher Hinsicht objektiv falsch. Die Fossilien belegen eindeutig ihre Existenz, aber darüber hinaus sind solche Strukturen auch in lebenden Organismen zu finden. Schauen wir uns nur ein beliebiges Beispiel an, wie zum Beispiel den Schlammspringer. Er ist buchstäblich ein Fisch, der läuft. Das ist eine reale Sache, die es heute gibt, und es ist genau die Art von Organismus, die Kreationisten völlig unbekannt ist. Es geht nicht darum, dass die Übergangsarten in der Evolution der Tetrapoden genauso aussahen, sondern es ist einfach ein Beleg dafür, dass Organismen mit einer Morphologie, die ein gewisses Schwimmen und ein gewisses Verhalten an Land ermöglicht, ganz offensichtlich möglich sind. Denn es gibt sie und alle können sie sehen. Kreationisten und andere Kritiker sagen, dass zum Beispiel bestimmte Fossilien nicht der Vorfahre heutiger Arten sein können, denn sie tauchen zum Beispiel im Fossilbericht zu spät auf oder seien in ihren Merkmalen zu spezialisiert. Wir werden in der Serie an passenden Stellen darauf eingehen. Machen wir es aber hier mit einer Abstammungsgemeinschaft, die nicht zu uns Menschen führt, nämlich den Übergang von Dinosauriern zu Vögeln. Kreationisten sagen, dass Fossilien wie Archaeopteryx zu spezialisiert seien und sich nicht alle Merkmale in einem Übergangsstadium befinden und daher Archaeopteryx nicht der direkte Vorfahre der Vögel sein kann.
Sie werden auch sagen, dass ursprünglichere Arten oft in stratigraphisch jüngeren Schichten zu finden sind. So wird zum Beispiel behauptet, dass die meisten Theropoden-Dinosauriergattung, die vogelartige Merkmale besitzen, zum Beispiel die Raptoren, geologisch jünger sind als die geologisch ältesten Vögel wie Archaeopteryx. Es liege also eine stratigraphisch-phylographische Diskrepanz vor. Diese Argumente lassen sich jedoch leicht entkräften. Fossilisation ist ein sehr seltenes Ereignis. 99% aller Arten, die jemals existiert haben, sind ausgestorben, doch nur ein Bruchteil wird zum Fossil. Aufgrund dieser bruchstückhaften Überlieferung kann man nicht ermitteln, ob Fossil X wirklich der direkte Vorfahre der modernen Art Y ist. Wenn wir Fossilien finden und sie verwandtschaftlich in die Nähe rezenter Arten rücken, sagen wir nicht, dass wir genau den Vorfahren entdeckt haben, der direkt zur untersuchten, heute lebenden Art führte. Wir sagen lediglich, dass dieses Fossil eine Reihe von Merkmalen mit heute lebenden Arten hat, die auf eine gemeinsame Abstammung hindeuten. Es ist, wenn überhaupt, ein Vorfahre im weitesten Sinne. Und in der Tat zeigen Fossilien oft stark spezialisierte, für die jeweilige Art charakteristische Merkmale, die sie als direkte Vorfahren heutiger Arten ausschließen oder zumindest unwahrscheinlich machen. Es wäre aber unsinnig zu fordern, dass die Übergangsform wie die Perlen einer Kette in gerader Linie von den mesozoischen Vorfahren zu den modernen Arten führen müssten. Ein solches für Kreationisten typisches Denken ist oberflächlich und erinnert an das vorevolutionäre Konzept der Stufenleiter. Evolution ist ein sich stetig verzweigender Prozess, der eine zunehmende Anzahl an Entwicklungslinien hervorbringt. Passen sich einzelne Arten an einen Lebensraum an, steht ein oder einige Merkmale unter einem hohen Selektionsdruck, andere wiederum nicht. Entsprechend evolvieren einzelne Merkmale besonders schnell, während andere zurückbleiben. Der Beweiswert fossiler Übergangsformen liegt darin, dass sie einander abgestuft ähnlich sind, sodass sie sich in eine Abfolge bringen lassen, in der ihre Morphologie mehr oder weniger die Gestalt moderner Organismen annimmt. Deswegen vermittelt Archaeopteryx den Übergang zwischen Theropoden-Dinosauriern und modernen Vögeln, ohne der direkte Vorfahre aller modernen Vögel zu sein. Die Erklärung für die stratigraphisch-phylogenetische Diskrepanz ist ebenfalls denkbar einfach. Als in einigen Entwicklungslinien fortschrittlichere evolvierten, starben die Arten mit ursprünglichen Merkmalen keineswegs aus. Durch Artaufspaltung existieren verschiedene Evolutionslinien gleichzeitig. Als sich die evolutionäre Linie aufspaltete und eine Linie sich zu den modernen Vögeln entwickelte, existierte die andere evolutionäre Linie ebenso weiter und hatte ihre eigenen Evolutionslinien beschritten. Es ist zu betonen, dass es auf die phylogenetischen Beziehungen der Gruppen ankommt, nicht auf ihre stratigraphischen Beziehungen. Kladogramme spiegeln nicht die genaue zeitliche Abfolge der entdeckten Fossilien und ihrer evolutionären Veränderungen wider. Dafür ist der Fossilbericht nur stichprobenartig und dazu noch ungleich über die Jahrmillionen verteilt. Stattdessen liefert die Kladistik ein vergleichendes Modell der Stammesentwicklung, in dem es fossile Lebewesen anhand allein ihrer in bestimmten Merkmalen verkörperten Entwicklungsstufe platziert. Um die Abstammungslinie von Dinosauriern zu Vögeln zu erkunden, gilt es also, das jeweilige Maß an Übereinstimmung anhand von Merkmalen zu ermitteln, die fossile Lebewesen mit den Vögeln teilen und in denen sie sich unterscheiden. Und dasselbe gilt auch für unsere eigene Evolutionsgeschichte. Die entdeckten Fossilien sind lediglich Repräsentanten dieser Merkmalsevolution, nicht zwingend die direkten Ahnen der Gruppen und können daher auch, bedingt, dass auch ihre Linien eine eigene Evolution hatten, stratigraphisch an der falschen Stelle liegen oder spezialisierte Merkmale aufweisen. Gleichwohl entspricht die Abfolge der Fossilien in der Zeit hinsichtlich ihrer morphologischen Änderungen keiner Zufallsfolge. Mit abnehmendem Alter der Schichten finden sich dort erwartungsgemäß zunehmend Organismen, die den heute lebenden Arten ähnlicher sehen. In diesem Exkurs zu den Basics der Evolutionsbiologie wollen wir noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, die Zeit. Unsere Erde hat ein Alter von ca. 4,5 Milliarden Jahren. Das Alter der Erde kann durch radiometrische Datierung absolut bestimmt werden. Der Schlüssel zur absoluten Altersbestimmung sind radioaktive Isotope, die mit einer konstanten Geschwindigkeit zerfallen. Jedes Atom hat einen Atomkern und eine Atomhülle. In der Atomhülle befinden sich die negativ geladenen Elektronen. Im Atomkern befinden sich die positiv geladenen Protonen und die ungeladenen Neutronen. Die Anzahl der Protonen im Atomkern bestimmt die Art der Atome. Man spricht von Elementen, die dann im Periodensystem der Elemente aufgelistet sind. Unterscheidet sich die Zahl der Neutronen in einem Element, spricht man von Isotopen. So hat das Element Wasserstoff ein Proton, wodurch es als Element Wasserstoff Abkürzung H definiert wird. Die Zahl der Neutronen kann beim Wasserstoff von 2 bis 0 variieren, wobei der gewöhnliche Wasserstoff ohne Neutronen, das Protion, am häufigsten vorkommt.
Entscheidend für die Altersdatierung ist, dass einige Isotope instabil sind, das heißt die Atomkerne zerfallen, indem sie Elementarteilchen abgeben und wandeln den Atomkern um, bis ein stabileres Isotop entsteht. Man spricht allgemein von radioaktiver Strahlung. Der Zerfall solcher Isotope in ein anderes Element unter Freisetzung radioaktiver Strahlung erfolgt in einer konstanten, temperaturunabhängigen Geschwindigkeit, die als Halbwertszeit angegeben wird. Sie ist definiert als jene Zeit, die seit der Entstehung des instabilen Isotops des Radionuklids abgelaufen ist, bis exakt die Hälfte der Probe zerfallen ist. Diesen konstanten Zerfall, der unter allen physikalischen Bedingungen gleich abläuft, nutzt man zur Datierung von Gesteinen, da viele Gesteine solche Radionuklide besitzen. Je nachdem, welche Isotopen man untersucht, gibt es verschiedene Datierungen. Bekannt sind zum Beispiel die Uran-Blei- oder die Kalium-Argon-Methode, die für die Datierung älterer Gesteinsproben verwendet werden. Die radiometrische Datierung funktioniert bei magmatischen Gesteinen. Fossilien finden sich aber nur in Sedimentgesteinen, deren Alter also in den seltensten Fällen direkt ermittelt werden kann. Finden sich jedoch zwischen den Sedimentschichten Ablagerungen magmatischer Gesteine, zum Beispiel Vulkanasche, können diese dann radiometrisch datiert werden. Die Sedimentablagerung, die sich zwischen zwei datierbaren Schichten ablagert, gibt die Zeitspanne wieder, in der sich die Sedimentschicht bildet. Wie man ein Jahr in Monate, Wochen und Tage unterteilen kann, wird die Erdgeschichte in verschiedene Zeitabschnitte unterteilt. Werden die Zeitabschnitte der Erdgeschichte absolut bestimmt, spricht man von Geochronologie. Orientiert man sich an Leitfossilien oder anderen stratigraphischen Merkmalen, spricht man von Geostratigraphie. Die einzelnen Namen der Intervalle sind in beiden Konzepten identisch und miteinander verknüpft. Geochronologisch teilt man die Erdgeschichte in mehrere Hierarchieebenen auf. Die höchste Hierarchieebene ist die des Äons, die dann wieder in Ähren, Perioden, Epochen und Alter unterteilt werden. Die Erdgeschichte wird in 4 Äonen geteilt: Hadaikum, Archaikum, Proterozoikum und Phanerozoikum. Hadaikum, Archaikum und Proterozoikum fasst man auch gerne als Präkambrium zusammen. Diese 3 Äonen machen 4 Milliarden Jahre, also 90% der Erdgeschichte aus. Das 4. Äon, das Phanerozoikum, welches mit ca. 542 Millionen Jahren gerade mal 12% der gesamten Erdgeschichte ausmacht, wird in 3 Ähren und 12 Perioden aufgeteilt, und dort finden wir die allermeisten Nachweise von Leben durch Fossilien. Die 3 Ähren sind Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum. Alle 3 Ähren haben auch einen deutschen Namen: Erdaltertum, Erdmittelalter und Erdneuzeit. Das Paläozoikum hat die Perioden Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Karbon und Perm. Das Mesozoikum wird in die Perioden Trias, Jura und Kreide unterteilt. Das Känozoikum wird unterteilt in die Perioden Paläogen, Neogen und Quartär. Paläogen und Neogen wurden früher als Tertiär zusammengefasst. Die einzelnen Perioden werden nochmals in Epochen und diese in Alter untergliedert. Diese alle aufzuzählen würde aber zu weit führen. Aber als Beispiel: die Kreidezeit teilt man in die Epochen obere und untere Kreidezeit ein, die jeweils in 6 Alter aufgeteilt werden. Die Grenzen der Einheiten bzw. Intervalle des Phanerozoikums sind primär meist anhand des Erscheinens oder Verschwindens bestimmter Tierarten im Fossilbericht, ein sogenanntes Bio-Event, definiert. Es handelt sich dabei stets um Überreste von Meeresorganismen, weil zum einen Meeressedimente, speziell Schelfsedimente, in der geologische Überlieferungen wesentlich häufiger sind als festländische Sedimente, und zum anderen, weil Schellsedimente im Schnitt deutlich fossilreicher sind als festländische. Soweit erstmal zu den entscheidenden Grundlagen. Führen wir unsere Evolutionsgeschichte in der nächsten Episode fort. Bleibt also dran.